Vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember gibt es auf dem RF4 Discord jeden Tag etwas zu gewinnen. Ja, täglich in der Zeit von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends gibt es auf dem RF4 Discord neue Aufgaben, die man abschließen kann und dann auch noch was gewinnen kann. Die Aufgaben gehen über alle Gewässer. Das heißt, jeder kann mitmachen in jedem Levelbereich. Sei also direkt mit dabei, denn am 1. Dezember geht's sofort los. Und ich zeige dir hier jeden Tag um 10 Uhr, welche Aufgabe es heute gibt. Der Link zum RF4 Discord befindet sich direkt unter dem Video. Genauso wie auch der Link zum Feierabend Discord. Hier könnt ihr euch hervorragend miteinander austauschen und euch über Spots informieren. Ja, und weiter geht's mit den nächsten Aufgaben. Heute wird's nochmal richtig spannend. Eine richtige Herausforderung. Und zwar eine Herausforderung an mehreren Gewässern gleichzeitig. Wir müssen heute angeln für die Aufgabe am Moskitosee, am Windenbach, an der Alten Festung und an der Belaya. Und da lautet die Aufgabe, dass wir dort Lauben fangen. Zack, raus mit dem Köder und dann hoffen wir hier jeweils am jeweiligen Gewässer auf die größte Laube. Fange eine Laube mit einer Stipprute und zwar am Moskitosee, am Windenbach, an der Alten Festung, an der Belaya. Und das Ganze ist tatsächlich ein wenig tricky. Es gibt natürlich immer wieder so ein paar Stellen, wo man sich denkt, ja, kein Problem. Moskitosee, Belaya, ich weiß genau, wo ich da hingehe fürs Laubenstippen. Windenbach, Laubenbaum und so weiter. Aber dann auch noch im Idealfall an jedem der Gewässer mal eben eine Trophy zu fangen, das ist tatsächlich eine Challenge. Also das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Genau das Richtige für entspannt auf dem Sonntag. Kann man mal ein bisschen Lauben jagen und dann abends ja mal schön die ganzen Lauben alle schön verangeln. Na, die wollen wir nicht. Alle schön verangeln, vielleicht auf Weißlachs oder so. Denn da werden sich bestimmt einige Lauben ansammeln auf der Suche nach einem Laubenspot. Apropos Laubenspot, wenn du dir denkst, ja verdammt nochmal, wo findet man denn einen Laubenspot jetzt hier am Moskitosee? Ich muss sagen, ich würde jetzt ja auch rumrennen und suchen, die verschiedenen Spots abklappern, wo was gehen könnte. Oder einfach mal im Discord gucken. Gerade auch unter den alten Spots, ob da irgendwo mal ein alter Laubenspot zu sehen war. Und dann gib ihm. Zack, hier haben wir jetzt gerade alles Mögliche. Ich probiere das mal vielleicht noch mal ein bisschen simpler. So sieht das Setup hier von mir gerade aus. Also auch relativ simpel, ne? Das hier ist übrigens die Weihnachtsmarkt Haselnussroute. Super Teil, relativ günstig, lohnt sich, schöne Stippe. Und das Teil verwende ich jetzt hier gerade mit dem 18er Haken, denn wir wollen ja die größte Laube. Und die Aufgabe sagt ja, das Gesamtgewicht der 4 Fische wird gewertet. Also im Idealfall fangen wir überall eine dicke, fette Trophy und kommen dann, naja, so auf 400, 500 Gramm insgesamt. Ich glaube, das wäre schon nicht so schlecht. Fliege alleine, das ist natürlich wahrscheinlich oder der wahrscheinlichste Köder, der am meisten wohl funktionieren wird. Einfach nur eine Fliege und dann gib ihm. Natürlich wie immer ganz flach an der Oberfläche. 18 cm flach, vielleicht so maximal bis 25, 30 cm. Aber im Idealfall ist man eben ganz flach damit unterwegs und teste das Ganze. Ja, wie gesagt, hier mit dem Moskitosee müsste ich selbst jetzt tatsächlich nachgucken, wo man am besten hier auf Laube geht. Es gibt hier hinten, glaube ich, eine Area, da sind die ganzen Seerosen, da geht immer mal wieder was rein. Hier vorne war aber auch eine Zeit lang immer mal wieder eine Laube mit dabei. Also da gibt es aber auch einige Spots, die da ganz gut die Lauben liefern. Wir können gleich nochmal weitergehen zum Windenbach. Da gibt es dann mehrere Stellen, die ganz gut funktionieren. Alte Festung, auch das könnte ein bisschen tricky werden. Also da eine schöne Stelle finden, wo die Laube schön kontinuierlich reingeht. Könnte ein bisschen schwierig werden.
Da haben wir einen Frosch sogar. Auch nicht schlecht. Nehmen wir natürlich auch mit. Ja, und hier am Windenbach gibt es ja mehrere Stellen. Direkt hier vorne immer mal wieder Lauben, aber auch hier oben in der Area oder hier links und rechts, also auch hier in dem Bereich und natürlich dann hier oben am Laubenbaum. Da ist dieser Baum, der so drüber über den Bach hier drüber hängt. Auch da in der Area immer mal wieder testen auf Laube. Ich denke mal, hier gerade am Windenbach wird es mit am leichtesten sein. Hier gibt es die meisten Stellen, wo man eben ganz gut auf Laube angeln kann. Und zack, einfach mal hier vorne rauswerfen ins Grünzeug hier. Entweder geht hier noch ein Frosch rein oder vielleicht tatsächlich auch die Laube. Ich bin jetzt hier gerade an der alten Festung, direkt hier oben in dem Bereich. Hier würde ich tatsächlich auch einfach komplett die Ränder ablaufen und in verschiedenen Bereichen probieren. Tatsächlich, wie gesagt, auch hier bin ich recht planlos. Also hier müsste ich tatsächlich gucken, wo es schon mal alte Spots gibt. Es gab, glaube ich, hier hinten in dem Bereich, genau, hier hinten in dem Bereich immer mal wieder Lauben oder auch an der Brücke. Aber ansonsten ist auch das tatsächlich nicht so easy, dass man hier mal eben schnell einen guten Hotspot findet für Laube. Denn man braucht ja dann auch ja, eine gut laufende Stelle, weil man ja auch irgendwann da eine Trophy haben will. Ne? Einfach mal so auf gut Glück irgendwo reinhalten und ein, zwei kleine Lauben fangen, das bringt es wahrscheinlich nicht. Laube. Na guck, also haben wir doch schon eine Stelle hier. Wenn da doch eine ist, dann werden da auch mehrere sein. Hoppala, ein bisschen weiter raus. Zack, jawohl. Und dann eben weiter probieren hier auf die Laube. Ja, und als letztes gibt es dann eben, wie gesagt, noch die Belaya. Und auch das ist gar nicht so schlecht. Belaya funktioniert ganz gut im fließenden Gewässer. Gucken wir uns natürlich auch nochmal eben an. Ja, und an der Belaya würde ich sagen, laufen wir einfach mal die wichtigen Spots kurz ab. Und dann haben wir sie auch, glaube ich, auch schon. Also Belaya ist ja zum Glück nicht so groß hier, die 11 Meter Kiesweg. Also hier vorne einmal hinwerfen. Zack, locker raus. Also erste Möglichkeit für Laube. Einfach da vorne hin. Man kann das auch auf der anderen Seite vom Busch hier machen, direkt daneben. Auch durchaus eine Möglichkeit. Dann wirft man halt hier hoch und lässt dann so runtertreiben. Aber das hier ist immer wieder eine gute Möglichkeit, um eben auch Lauben zu stippen. Und wenn dann hier irgendwann mal nichts reingeht, dann geht man natürlich einfach weiter. Ne? So macht man das halt beim Angeln. Wenn nichts läuft an einer Stelle, weitersuchen und weiter probieren und nicht stoisch stehen bleiben und hoffen, dass es besser wird. Zack, da ist doch noch was dran gegangen. Also hier scheint was zu sein. Könnte auch eine Laube sein. Aber ich glaube, meine Route ist ein bisschen zu kurz hier. Bisschen länger wäre wahrscheinlich praktischer. Na, vielleicht geht gleich noch was rein. Einfach, wie gesagt, hier nur mit der Fliege die ganze Zeit unterwegs. 18er Haken. Sollte doch gehen. Und dann zeige ich gleich, wie gesagt, noch 2 oder 3 weitere Stellen, die es hier gibt. Na, siehst du, da ist doch die andere Stelle vielleicht doch besser auf der Rückseite. Ne, also ich laufe weiter, sonst wird es gleich dunkel. Nächste Stelle ist direkt hier an den Kanus. Auch das durchaus eine Möglichkeit, immer wieder hier vorne so hinzuwerfen. So, zack, einfach so locker raus und dann hier auch treiben lassen. Und dann geht es nochmal weiter hier hinter dem Shop. Hier kann man das auch nochmal probieren. Und dann geht das auch noch hier oben hin. Das sind dann auch nochmal die Stellen. Und ich glaube, das sind dann so die wichtigsten Laubenspots. Also hier nochmal hin. Beziehungsweise auch hier an dem Schniepi. Auch das auch durchaus nochmal eine Möglichkeit für die Laube. Ja, das ist tatsächlich mal eine Aufgabe, die ein bisschen knackiger ist. Wirklich eine kleine Herausforderung, tatsächlich. Und ja, da macht das Ganze doch auch ein bisschen Spaß, dass man da ein bisschen mehr suchen muss und ein bisschen mehr ausprobieren muss. Und dann im Idealfall auch noch eine Lauben-Trophy fängt, damit das halt gewichtsmäßig richtig gut ist. Ansonsten, wenn es zu lange dauert an einer Stelle oder an einem Gewässer, einfach die Trophys schon mal woanders abhaken. Vielleicht schafft es ja kaum einer, an allen Gewässern eine Trophy zu fangen. Oder du kriegst es hin. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.